Die globale Wirtschaft hat sich geändert. Durch KI, aber vor allem wegen KI. Erst dieses und letztes Jahr wurde das so richtig deutlich. Wissen ist Macht und KI ist eine Fabrik für Wissen. Deshalb lasst uns heute den Handelsstreit zwischen den USA und China und seine Bedeutung genauer ansehen. Es gab sehr lange 3 Arten von Wissen. Etwas wissen, jemanden kennen, der etwas weiß, oder zu wissen, wen man fragen muss, um herauszufinden, wo etwas steht. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass nicht jeder in allem Experte sein kann und Google hat Punkt 3 wahnsinnig gut erfüllt. Ich wusste vieles, wenn ich einfach googeln konnte, aber neue Forschung konnte Google für mich nie durchführen. Und hier kommt KI ins Spiel. Ich rede nicht von ChatGPT, zumindest noch nicht. Ich rede von Googles AlphaFold, das Proteinfaltung berechnet und damit Malaria-Impfstoffe erforschbar macht. Enzymforschung ermöglicht, die Plastik zersetzen und sogar Antibiotikaresistenzen erforschbar macht. Das kann Leben retten. Ich rede von KIs wie AutoDMP von Nvidia, die Chip-Layouts optimieren und dadurch mit KI bessere KI-Chips herstellen können. Und ich rede von KIs wie GNOME, die mehr Materialien erforscht haben als die gesamte Menschheit bisher. Meine Instagram-Followerschaft kennt das natürlich schon, ich teile sowas ja immer in Stories. Solche künstlichen Intelligenzen sind bereits im Einsatz und können für uns alle lebensverändernd sein. Dadurch sind sie extrem wertvoll, eben auch rein wirtschaftlich gesprochen. Aber leider nicht immer im positiven Sinn. KI-Systeme sind auch im militärischen Sektor schon längst im Einsatz. Wenn man über KI als Waffe nachdenkt, denken alle immer an Dinge wie den Terminator oder Kriegsmaschinen wie in Horizon Zero Dawn. Hasta la vista, baby. Solche Systeme gibt es aber bereits und KI ist hier oft nur ein Bestandteil von vielen. Klar können wir Killerroboter bauen, vielleicht irgendwann mal. Aber sogenannte Lethal Autonomous Weapons, kurz LAWs, tun sowas auch schon. Im Kern sind LAWs ganz normale Waffensysteme, zum Beispiel Drohnen oder Raketen, mit dem Zusatz, dass sie autonom funktionieren. Das heißt, ohne zwingende menschliche Interaktion. Da muss kein Mensch mehr hinten dran stehen. Die Drohnen, die ihr hier im Hintergrund seht, werden beispielsweise für das amerikanische Militär entwickelt. 250 Stück sollen für städtische Kriegsszenarien im Schwarm herumfliegen und sich koordinieren. Und genau hier kommt man natürlich in eine Zwickmühle. Chinas Präsident sieht es als zwingend notwendig an der Spitze von KI zu stehen, um sowohl militärisch als auch ökonomisch Weltspitze zu sein. Zheng Yi, der an der Spitze von Chinas drittgrößten Verteidigungskonzern steht, sagt dazu: In future battlegrounds, there will be no people fighting. Und damit bezog er sich nicht auf die nächsten Jahrzehnte, sondern auf das Jahr 2025, das in weniger als einem halben Jahr beginnt. Er sagt sogar, dass eventuell die militärische Befehlsgewalt bei einem KI-Cluster, also mehreren KIs im Zusammenschluss, liegen könnte, anstatt bei einem Menschen. Und natürlich ist auch die USA an autonomen Drohnen und wahnsinnig vielen anderen Projekten dran. Um genau zu sein, häufen sich die Meldungen geradezu zu diesem Thema. Das Problem daran will ich hier gar nicht weiter erläutern, es ist eher eine Grundlage, um zu verstehen, was als nächstes kam. Der Handelskrieg rund um KI. KI muss trainiert werden. Nehmen wir hier ChatGPT als Beispiel. ChatGPT verarbeitet Text und gibt mir Text aus. Deshalb wurde ChatGPT trainiert auf Texteingaben und der gewünschten optimalen Textausgabe. Das ist natürlich erstmal schwer. Wir brauchen dafür wahnsinnig viel Text und müssen auch noch beurteilen, wie gut der ist. Das haben wir aber geschafft, dank dem Internet, wo wir so viele Daten wie noch nie in der Geschichte der Menschheit erzeugt haben. Was wir sehr lange nicht hatten, war aber die Berechnung oder die reine Leistung in purer Hardware, um das Ganze zu trainieren. Um KI zu trainieren, nutzt man meistens Grafikkarten oder mittlerweile sogar dedizierte KI-Chips. Es gibt hier eine grobe Regel: Je mehr Rechenpower, desto stärker kann das KI-Modell sein. Ihr seht hier gängige Sprachmodelle, die alle das tun, was auch ChatGPT tut: Sprache erzeugt. Je weiter oben ein Modell ist, desto mehr Parameter hat es, also desto mehr kann es speichern, und je weiter rechts es ist, desto neuer ist es. Verlasst euch aber bitte nicht zu sehr auf die Grafik, das sind Schätzungswerte, weil wir oft einfach tatsächlichen Werte gar nicht haben. Ich will mit der Grafik aber etwas verdeutlichen. GPT-2 von vor 5 Jahren hatte etwa 1170 mal weniger Parameter als GPT-4o. GPT-2 war kaum in der Lage, einen Satz zu schreiben. Seither ist nicht nur die Anzahl an Parametern gestiegen, sondern natürlich auch die Forschung hat sich verbessert. Heutige Netze wie Mistral 7b sind um ein Vielfaches kleiner als GPT.
3 und trotzdem deutlich besser als GPT-3. Das heißt, wir haben hier zwei Variablen. Je besser die Technologie, desto besser die KI. Offensichtlich. Und je größer die KI, bezogen auf die reinen Parameter, sprich je mehr Rechenpower verwendet wurde, desto besser die KI. Aber was wir auch schon wissen, je besser unsere KI, desto besser die Forschung für KI. Das heißt aber übersetzt, je mehr Rechenpower ich habe, desto besser ist meine KI und desto größer und vor allem schneller ist der Fortschritt, den ich insgesamt habe. Natürlich muss man auch etwas mit der Technologie anfangen können und deshalb ist es so unfassbar wichtig, dass man sich nicht auf KI als reine Wissensquelle verlässt, sondern selbst auch die Expertise dazu mitbringt. Davon hatten wir es ja schon mehrfach. Und hier kommt unser heutiger Partner Masterschool ins Spiel. Die kennt ihr vielleicht sogar schon. Masterschool ist ein globales Netzwerk von Berufsschulen für Menschen, die in der Tech-Branche einsteigen wollen. Sie bieten ein Programm an, das mit Tech-Profis von Unternehmen wie Google, Meta und Samsung zusammenarbeitet, um euch auszubilden und euch direkt euren ersten Job in der Tech-Branche auch gleichzeitig vermittelt. Aktuell gibt es dort die Fächer Datenanalyse, Cybersecurity und Softwareentwicklung, die vollständig online und von überall aus der ganzen Welt absolviert werden können. Und speziell für KI könnt ihr im Bereich Software Engineering den Pfad AI Engineering wählen, den Masterschool gerade erst frisch rausgebracht hat. Das Beste dabei ist, dass die Programme alle zu 100% AZAF zertifiziert sind. Das heißt, ihr könnt das gesamte Training gratis bekommen. Es wird dann vom Land Deutschland bezahlt mit dem Bildungsgutschein. Um für den Gutschein in Frage zu kommen, müsst ihr arbeitslos sein oder bald werden oder andere Kriterien von der Agentur für Arbeit erfüllen. Falls ihr euch nicht sicher seid, wie das klappt, unterstützt euch Masterschool auch bei der ganzen Sache. Dann könnt ihr euch einfach schon mal bewerben und dann Fragen stellen. Und wenn ihr euch über meinen Link in der Beschreibung bewerbt und das Training tatsächlich beginnt, bekommt ihr sogar ein MacBook inklusive AirPods on top. Die nächste Kursrunde beginnt am 28. August und es kann eine Weile dauern, bis ihr euren Bildungsgutschein bekommt. Also beeilt euch am besten und meldet euch direkt an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und seitdem bekannt wurde, dass mehr KI zu mehr Forschung und dadurch zu noch mehr KI führt, ist sowas hier passiert. Investing in America agenda has led to manufacturing boom that's attracted over $600 billion. $600 billion in private investment from private companies in America and around the world. Die Halbleiter- und Chipindustrie boomt. Kaum eine Aktie ist so sehr gestiegen wie die aus diesem Sektor. Die US-amerikanische Firma Nvidia ist mehr als doppelt so viel wert wie noch vor einem Jahr. Nvidia ist da momentan der größte Player und sie wissen das auch. Sie wurden eine der wertvollsten Firmen der gesamten Welt und sind nur noch umgeben von anderen Firmen, die auch irgendwas mit KI machen. Doch die Chips selbst werden nicht unbedingt in den USA hergestellt, sondern nur die Patente. Wir können uns diese Lieferkette sehr vereinfacht so vorstellen. In den USA wird Equipment, Software, Chipdesign und die Pläne hergestellt. Japan stellt zum Beispiel Chemikalien und Equipment und Wafer her. Letzteres sind übrigens dünne Halbleiterplatten, die als Grundlage für die Chips verwendet werden. In den Niederlanden werden zum Beispiel Lasermaschinen dann hergestellt, die auch für die Produktion gebraucht werden. Und um die Chips kümmert sich hauptsächlich eine Firma in Taiwan, die TSMC heißt. Die stellen diese Chips dann tatsächlich auch her. Wir kennen das als Globalisierung, als Outsourcing. Auch nach China wurden immer mehr Teile des Gesamtprozesses ausgelagert, denn Arbeitskräfte in China kosten die US-Firmen einen Bruchteil dessen, was man zu Hause zahlt. Materialien, die bei uns das 10-fache kosten, waren dort einfach immer günstiger. Und das war natürlich auch für die Chip-Herstellung jahrelang erwünscht. Und das ist erstmal nichts Schlechtes. Aus vielen armen Regionen in China wurde zum Beispiel sowas hier. Das ist unfassbar beeindruckend und eigentlich was Schönes. Es ist das hier mit dem weltweiten Bruttosozialprodukt passiert. Aber was ich hier als schön bezeichne, ist genau das, was auch das Problem ist. Alle profitieren. Und wenn einer nicht möchte, dass der andere profitiert, dann zerstört das den Markt. Denn dadurch, dass China jetzt so viel wohlhabender wurde, konnten sie sich plötzlich die ganzen Chips leisten, sind selbst in den Herstellungsprozess eingestiegen und können plötzlich selbst sehr viel fortschrittlichere Technologien erforschen, wie eben auch KI. Denn in diesem ganzen Prozess bisher ist China hauptsächlich der Käufer von den fertigen Chips gewesen und damit komplett abhängig von den USA, Taiwan und den anderen Ländern. Wenn die USA den Hahn einfach zudrehen, könnte Chinas KI-Industrie, Softwareindustrie und Hardwareindustrie einfach dicht machen. Eigene Herstellung hingegen, das hebt Abhängigkeiten auf, sodass sie auch für ihr eigenes Militär Chips herstellen können und für frei wählbare Zwecke KI-Forschung betreiben, ohne Rechenschaft schuldig zu sein.
Die USA haben China in Trumps erster Amtszeit und auch während Joe Bidens Amtszeit als ihren größten wirtschaftlichen und militärischen Konkurrenten definiert. Denn China hat erst technologisch stark aufgeholt und dann die USA zumindest in manchen Punkten sogar schon fast überholt. Und beides, Wirtschaft und Militär, wie wir schon erfahren haben, wird derzeit massiv durch KI angetrieben. Also wird der Export von Chips, mit denen man KI-Systeme herstellen kann, eingeschränkt. Auch AMD-Karten, die auch für KI genutzt werden können, sind kurz drauf dazugekommen. Und damit zieht sich der globale Handel insgesamt stark zurück, denn auch China antwortet natürlich darauf. Was aber viel wichtiger ist, Firmen in China können zwar keine Karten mehr kaufen, aber China hatte für eine sehr lange Zeit sogar die Patente für die Herstellung der Karten im Land. Denn wie gesagt, Nvidia stellt selbst eigentlich gar keine Chips her. Die Herstellung der tatsächlichen Halbleiter findet und fand viel bei TSMC und YTMC statt. YTMC hat Sitz in China, TSMC in Taiwan. Kommen wir nachher noch dazu. Wenn aber nun die Karten, die man in China nicht mal mehr kaufen darf, in China hergestellt werden, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie effektiv so ein Verbot ist. Und deshalb wollte die US-Regierung auch die Herstellung der Chips zurück in die USA oder zumindest nach außerhalb von China verlagern. We're also bringing the semiconductor manufacturing back home. We invented the computer chip. We invented the semiconductor. All those computer chips smaller than the tip of your finger that affect nearly everything in our lives, from cell phones to automobiles to refrigerators to advanced weapon systems. America invented these chips. But as time went on, we went from producing 40% of the world's chips down to just over 10%. That's why I designed and signed the CHIPS and Science Act. Because how can we remain the greatest nation in the world without leading the world in science and technology? Im sogenannten CHIPS Act der USA wurde im August 2022 festgelegt, dass durch Investitionen von über 52 Milliarden Dollar die heimische Produktion und Forschung von der US-Halbleiterindustrie gestärkt werden soll. Wegen nationaler Sicherheit. Und das hat einen Impact. Nvidia hat dazu ein Statement veröffentlicht, dass sie den CHIPS Act natürlich unterstützen. Sie haben ja nicht wirklich eine Wahl. Allerdings, wie gesagt, hat Nvidia selbst überhaupt gar keine eigene Herstellung. Sie haben ausschließlich die Entwicklung. Die Fertigung liegt mittlerweile zu einem Großteil beim Halbleiterhersteller TSMC, Taiwan Semiconductors, in Taiwan. Dazu müssen wir erstmal Taiwan definieren, so dumm sich das anhört, aber nicht jedes Land der Welt akzeptiert Taiwan als eigenständiges Land. Genau genommen erkennen die USA Taiwan als Staat an, ist sogar mit Taiwan verbündet, während China das gar nicht tut und tatsächlich sogar Gebietsanspruch auf Taiwan als Teil von China erhebt und durchaus auch Anstalten macht, es sich militärisch zurückzuholen. Durch den CHIPS Act möchten nun die USA die Halbleiterproduktion aus China und auch aus Taiwan in die USA zurückholen. Und dazu wird gerade ein neues Gebäude in Phoenix gebaut. Oder sollte ich sagen, eine riesige Fabrik wird gebaut. Denn dann müssen die Patente von Nvidia nicht mal mehr den Boden betreten, den China als sein beansprucht. Und das schließt die Lücke. Alles von der Patententwicklung über die Herstellung bis hin zum Vertrieb liegt dann in der Hand der USA, die die Main Player beheimaten. Nvidia, TSMC, aber auch Intel und AMD sind dort. Und das ist übrigens auch in der EU nicht anders. Digital is the make or break issue. We depend right now on state-of-the-art chips manufactured by Asia. So this is not just a matter of our competitiveness. This is also a matter of tech sovereignty. So let's put all our forces in it to improve this situation. We will present a new European Chips Act, and the aim is to jointly create a state-of-the-art European chip ecosystem, including production, that ensures our security of supply and will develop new markets for groundbreaking European tech. Bis 2030 sollen also 20% der weltweiten Chips in Europa hergestellt werden. Aber die EU hat da, sagen wir mal, bislang nicht ganz so den perfekten Plan und schreibt, man muss erstmal die ganze Lieferkette verstehen, bevor man irgendwas anderes tun kann. Und natürlich entwickelt China und auch die anderen Länder ihre eigene Hardware. ByteDance, die Firma hinter TikTok, arbeitet beispielsweise aktuell mit dem US-Hersteller Broadcom zusammen. Aber das geht mit KI eben alles schneller. Und dafür braucht man auch schon jetzt die Hardware, um effektiv neue Technologien herstellen zu können.
Ihr versteht also das Dilemma. Die USA wollen einen Vorsprung haben, den man immer weiter ausbauen kann, weil man die fortschrittliche Technologie hat, mit der man mehr fortschrittliche Technologie bauen kann. Wenn euch diese News jetzt gerade übrigens überrascht hat, kurze Eigenwerbung, ich stelle so etwas immer im Newsletter vor, falls es bei mir nicht für ein Video reicht. Der Newsletter ist mittlerweile nicht nur eine garantierte Abo-Box, wo ihr auf jeden Fall meine Videos bekommt, sondern auch die neuen IT-Trends, wo ihr jede Woche die wichtigsten Nachrichten in einer Zusammenfassung mit Quelle bekommt. Alles vollkommen gratis für euch. Dazu kommt, ich kann in meinem Tool jetzt auch Dateien in den Newsletter anhängen und deshalb habe ich für euch eine Mini-Cyber-Security-Checkliste angehängt, die meine Instagram-Follower auch schon kennen. Wenn ihr euch aber mit dem Link unten in der Beschreibung für den Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr die natürlich auch noch. Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen, wo offiziell China erstmal seine eigenen Chips herstellen will, aber in der Praxis funktioniert jedes KI-Framework mit Nvidia-Karten, ein paar mit AMD-Karten und jedes größere Projekt läuft in der Cloud auf den Nvidia Serverkarten. Und hier kommen wir zu dem Untergrundmarkt. Aufmerksam wurde ich darauf durch einen Bericht vom Wall Street Journal. Ein 26 Jahre alter chinesischer Student in Singapur wollte nach Hause zurückkehren. Dabei hatte er 6 Nvidia Grafikkarten in seinem Gepäck. Er war damit nur ein kleiner Fisch. Manche der über 70 Untergrundhändler verkaufen sogar ganze AI-Server, die 8 High-End Nvidia-Karten beinhalten. Nicht die Gaming-Dinger, die ihr kaufen könnt. Wir reden von diesen Monstern hier oder diesen hier. Die H100 sind im März letzten Jahres auf den Markt gekommen. Sie berechnen euch in einer Wahnsinnszeit KI-Anwendung, egal ob für das Training oder für die Anwendung. Chatbots werden teils sogar bis zu 30 Mal schneller berechnet als mit dem Vorgänger der A100. Und die war schon damals die leistungsfähigste Karte. Bei uns kostet die Karte etwa 34.000 Euro netto. Sie ist sehr begehrt, weil sie einfach für viele KI-Projekte ein Grundbaustein ist. In China erhält man sie für 32.400 $. Allerdings ist der Preis dort auch drastisch gefallen, weil die Panikkäufe durch die Sanktionen zurückgegangen sind. Letzten Sommer haben die Karten ungefähr doppelt so viel gekostet. Mittlerweile ist der Fluss von starker Hardware nach China wieder so konstant und zuverlässig geworden, dass sich gar kein Unternehmen mehr Sorgen macht. Diese Chips, die auch der Student geschmuggelt hat, werden verbreitet durch einen Händler, der sich Brother Zhang nennt. Er sagt, er verkauft hauptsächlich an KI-Firmen, Forschungseinrichtungen und andere Chiphändler. Von denen haben aber auch einfach viele mittlerweile sogar einfach Zweigstellen errichtet in Malaysia, Vietnam oder auch Taiwan, sodass sie einfach komplett den Sanktionen ausweichen können und völlig legal einfach die Chips und Karten kaufen können und dann nach Hause bringen. Auch in Outlet-Stores von Größen wie Idlefish können Nvidia H100 Karten gekauft werden. Damit ist die Verfügbarkeit fast besser als bei uns in der EU. Der Händler sagt allerdings auch, dass keine Massenlieferungen ausgeführt werden können und das hat natürlich einen großen Einfluss. Wenn man Projekte wie GPT-4, Gemini oder auch sowas wie AlphaFold bauen möchte, braucht man meist einen richtigen Server, wenn nicht sogar mehrere. Denn die Karten agieren alle gemeinsam. Eine H100-Karte hat 80 GB Kartenspeicher. Das hört sich erstmal wahnsinnig viel an, reicht aber bei weitem nicht. Llama 3 gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, ist quasi so eine Art Open Source ChatGPT, deswegen gut für Benchmarks geeignet. Die 70B-Variante von Llama 3, das ist die mittelgroße, braucht etwa 32 GB Speicher. Die große würde vermutlich etwa 180 GB Speicher brauchen. Und Modelle wie GPT-4o sind eigentlich sogar noch mal größer. Man muss also sowohl das Modell auf mehrere Karten aufteilen, als auch die Rechenleistung mehrerer Karten kombinieren. Für die ITler unter euch Kubernetes und PyTorch. Je mehr Karten man also hat, desto mehr Projekte sind möglich. Die Exportsanktionen treffen also durchaus und verhindern zwar nicht Fortschritt insgesamt, aber sie verlangsamen ihn, sodass Firmen aus China nun doch ganz eigene Chips entwickeln wollen. ByteDance, die Firma hinter TikTok, will nun mit dem US-Chip-Anbieter Broadcom zusammen KI-Chips entwickeln. Die Herstellung würde auch hier wieder TSMC übernehmen. Laut Reuters geht man davon aus, dass die 5-Nanometer-Technologie nicht unter die Exportbeschränkungen der USA fällt. Deswegen scheint das zu funktionieren. Die beiden arbeiten aber auch schon sehr lange zusammen. Die 5-Nanometer Tomahawk-Chips wurden von Broadcom an ByteDance geliefert. Und während die zwar nicht für KI sind, die Bailey-Switches, auch von Broadcom, sind durchaus für KI gedacht und auch die wurden an ByteDance geliefert.
Den USA geht damit so ein bisschen der Hintern auf Grundeis, denn wenn ByteDance die Technologie hat, um Chips selbst herzustellen, können wir ein weiteres offenes und faires Wettrennen erwarten, speziell wie China und die USA einander in puncto AI wirtschaftlich und militärisch übertreffen wollen. Gerade erst diese Woche wurde klar, dass China und vor allem chinesische Unternehmen führend beim Einsatz generativer KI sind, all das trotz der Sanktionen. Und unsere Daten werden gebraucht für die Erstellung dieser riesigen Systeme. So hat Adobe gerade erst die Richtlinien geändert, dass nun alle Dateien, die ich in Photoshop erstelle, grundsätzlich für das Training von AI genutzt werden dürften, wenn das auch nicht ganz so eindeutig war. Deswegen muss auch die EU immer mehr auf Datenschutz pochen und will eigentlich keine Daten irgendwohin übertragen, um dort die Unabhängigkeit zu behalten. Als Antwort darauf landen immer mehr Produkte erstmal ausschließlich auf dem US-Markt, wie zum Beispiel Google Gemini oder auch Apples Vision Pro. Ja, da steckt auch KI drin. Statt also immer mehr offen zu werden, wird der gesamte Weltmarkt immer mehr geschlossen. So hat beispielsweise gerade erst kürzlich OpenAI angefangen, China vollständig zu blocken. Man arbeitet nicht mehr gemeinsam, sondern gegeneinander. Wir arbeiten also alle gerade daran, unsere Globalisierung rückgängig zu machen, weil man KI nicht nur gut, sondern auch schlecht einsetzen kann, weil sie auch einfach gefährlich sein kann. Und das ist schade. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.